Warum investiere ich überhaupt so viel Zeit in dieses alte, unscheinbare Modell? Na ja, zum einen ist es ein Erinnerungsstück an einen guten Freund von mir und zum anderen konnte das Vorbild dank der mitgeführten Akkus auch mit abgesenktem Stromabnehmer auf nicht elektrifizierten Strecken fahren. Und das macht sie doch eigentlich zur idealen Modellbahn-Rangierlok. Ich beginne meine Konstruktionen immer mit der Suche nach passenden Vorbildfotos, die möglichst genau von der Seite oder von vorne aufgenommen wurden. Das Gleiche gilt für Skizzen. Da lässt sich zu den meisten Loks doch irgendwo etwas Passendes finden. Diese Bilder und Skizzen lade ich dann in das CAD-Programm und skaliere sie auf H0-Maß. Im Grunde genommen hat Märklin genau dasselbe gemacht wie der Hersteller Henschel. Sie haben beide in das Baukastensystem von ihren Loks gegriffen. Märklin nimmt dabei einfach das Gehäuse von der alten DHG 500 und hat ein entsprechendes neues Dach dazu gestaltet. Deswegen habe ich dann auch eine entsprechende Skizze von der DHG 500 in das Programm geladen, ebenfalls skaliert und unter die Zeichnung von der EA 800 gelegt. Wenn ich dann die Hilfslinien aktiviere, kann ich die unterschiedlichen Maße zwischen den beiden Loks relativ genau ablesen. Dabei zeigt sich dann auch, dass der Längenunterschied von 3 mm eigentlich nur im Abstand von der zweiten und von der dritten Achse begründet liegt. Hier lässt sich dann auch ablesen, dass der Führerstand eigentlich 5 mm tiefer liegen müsste. Beim Vorbild war das so, damit die Lok auch mit abgesenktem Stromabnehmer noch innerhalb des UEC-Lichtraumprofils liegt. Erfreulicherweise sitzt bei der EA 800 das dritte Spitzenlicht tatsächlich an der Stelle, an der es auch beim Märklin-Gehäuse integriert wurde. Die skalierten Bilder lassen sich außerdem noch dazu benutzen, die Beschriftung zu erstellen und auf das richtige Maß zu skalieren. Die neuen Seitenwände und die Lamellen lassen sich so ebenfalls exakt planen und zeichnen, damit sie sich später perfekt in das vorhandene Gehäuse integrieren lassen. Nur vorweg, den Umbau auf die gefederte dritte Achse und den Einbau von dem Faulhaber-Motor habe ich bereits in dem XXL-Lokumbau-Video gezeigt und werde hier nicht näher darauf eingehen. Ich habe mich ja bereits in einem früheren Video als Fan der alten Telex-Kupplung geoutet und deswegen habe ich die gute alte BR81 mal hergenommen, um die Maße zu nehmen und zu schauen, ob diese Telex-Kupplung sich überhaupt bei der ER800 integrieren lässt. Das wesentliche Maß hierbei ist der Abstand von der Pufferbohle bis zu der Schraube bzw. bis zu dem Freiraum, den die Feder benötigt. Und erfreulicherweise bietet dieser Lokrahmen tatsächlich den benötigten Platz. Da diese Aussparung für die Glühbirnen schon vorhanden ist, sollten sich die Fräsarbeiten dann auch in Grenzen halten. Äußerst hilfreich ist so ein kleiner Spickzettel, bei dem sämtliche relevanten Maße und vor allen Dingen auch die Abfolge der Arbeiten draufstehen, damit man nachher keine unliebsamen Überraschungen erlebt. Das Praktische bei dieser Lok ist der Rahmen, der zum einen eine durchgehende Breite und auch eine gleichbleibende Höhe auf beiden Seiten aufweist. Und damit kann man ihn dann wunderbar im Schraubstock fixieren und kann ihn auch von beiden Seiten auf Umschlag bearbeiten. Der Bezugspunkt ist diese Kante hier. Wenn man die immer an den Backen vorne anlegt, lassen sich sämtliche Schritte mit denselben Einstellungen des Fräsers wiederholen. Man sieht hier, dass es noch nicht ganz passt, dass noch ein kleiner Spalt am Schraubstock entsteht. Und das liegt daran, dass der Motor noch ein klein wenig zu breit ist. Aber ich kann diese Schmiertaschen wegfräsen und auch den Getriebebolzen, weil der ja für den späteren Umbau nicht mehr benötigt wird. Und da es in der Lok höchstwahrscheinlich sehr eng zugehen wird nach dem Umbau, kann ich bei der Gelegenheit auch gleich die Halterung für die alten beiden Glühbirnen runterfräsen. Das habe ich in einem vorigen Schritt bei dem Fahrwerk von der DHG 500 schon mal vorbereitet. Und das sieht dann, wenn es fertig ist, ungefähr so aus. Als Anschlag nehme ich einfach diesen kleinen Winkel
Der Rücksprung von der Pufferbohle bis zu dieser Kante ist auf beiden Seiten identisch. Deswegen kann man auch ohne weitere Maßnahmen dann auf Umschlag arbeiten. Gut, dann fangen wir an mit dem Gewinde für die Befestigungsschraube von den Telexbügeln. Da ich hierfür immer 3 Werkzeuge brauche, macht es sich schon beim ersten Mal bezahlt, dass ich den Rahmen in dem Schraubstock umspannen kann und einfach auf Anschlag 4 Mal denselben Schritt, weil ich ja insgesamt die beiden Fahrwerke bearbeite, wiederholen kann. Der Zentrierbohrer geht zwar noch trocken, aber bei dem 1,6er Bohrer für das M2er Gewinde muss man auf jeden Fall schmieren, da dieses Druckguss-Chassis doch so zäh ist, dass sich der Bohrer auf jeden Fall festsetzen würde. Und wenn er dann noch abreißt, habe ich echt ein Problem. Und damit nachher das Gewinde gerade steht, mache ich den Anschnitt händisch mit ausgeschalteter Maschine und den Rest dann später mit der Hand. Auch dabei ist wieder Schmieren angesagt, damit der Gewindebohrer nicht abreißt. Für die Nut von den Haltenasen von dem Telex-Magnet nehme ich einen 1,5er Fräser. Das reicht völlig aus und dann habe ich noch ein bisschen Luft. Nachdem man nicht so viel zustellen kann, macht es sich auf jeden Fall bezahlt, wenn man diese ganzen Fräsereien immer wieder auf Umschlag machen kann und nicht ständig neu anfüllen muss. Als nächstes folgt der Freiraum für die Führungsnase von den Kupplungsbügeln. Dieser wird dann später durch ein Messingblech mit einem Führungsradius in der Höhe fixiert. Der einzige Vorteil der alten Hakenkupplung war, dass die Pufferbohle nicht so zerklüftet ist. Deswegen versuche ich jetzt hier so wenig wie möglich Material abzutragen, damit die Telex-Kupplung nur den Weg ausführen kann, den sie wirklich benötigt. Dann wird der nötige Freiraum für die Rückstellfeder von der Kupplung ausgefräst. Die maximale Auslegung des Kupplungsbügels wird dann durch die Breite dieser Nut bestimmt. Ausschlaggebend für das Zusammenpassen und Funktionieren von der gesamten Telex-Kupplung ist, dass die Ausfräsung für den Telex-Magnet auch die richtige Tiefe besitzt. So sieht das Ganze dann fertig aus. Mit einer Führungsplatte für den Kupplungsschlitz. Leider wären die Kabel hier oben genau unter den Stegen rausgekommen. Deswegen habe ich sie vorne durch die Halteklammern durchgeführt. Auch diese sind etwas kurz und deswegen habe ich das Ganze damit Heißkleber fixiert. Sollte aber ausreichend sein für die Stabilität. Ja, und so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Den Spielraum habe ich ein bisschen kleiner gelassen als bei den alten Märklin-Loks, weil ich ja nicht bei solchen engen Radien fahren will und auch nicht unbedingt die Pufferbohle zu sehr zerklüften wollte. Ich habe mich dabei an den Bremsschlauchattacken orientiert. Kurzer Check. Passt. Abschließend noch ein kurzer Test von den Telex-Magneten. Macht natürlich immer Sinn nach solchen Umbauten. Der einzige Vorteil der Original-Kupplungshaken war, dass die Pufferbohle eben nicht so zerklüftet war. Und deswegen habe ich mich dann noch entschlossen, dieses U-förmige Messingblech einzukleben,
Der Schlitz reicht gerade so aus, dass man die Kupplung noch montieren kann. Und das Ganze sieht ja insgesamt doch deutlich gefälliger aus. Und wenn man schon gerade dabei ist, kann man sich noch überlegen, wie man bei den neuen Geländern dieses kleine Loch hier reinbohrt. Ein 0,5er Loch in ein Material von knapp 1,5 mm Stärke. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Ich habe hier in meinem Fundus noch ein Rohr gefunden, ein Rechteckrohr mit 1,5 mm. Und das sollte später ganz gut passen, um dann die Griffstangen auch sauber einkleben zu können. Vielleicht mit ein bisschen Luft, aber das schadet nichts. Auch hier bewährt sich wieder, dass man das Fahrgestell auf Umschlag in dem Schraubstock einspannen kann. Und das gilt natürlich immer noch für beide Fahrwerke, da bis zu diesem Zeitpunkt ja alle Arbeitsschritte auch für die DHG 500 gelten. Zum Ablenken von solch kleinen Messingprofilen empfiehlt sich ein 0,5er Sägeblatt. Da kann man dann mit hoher Drehzahl die entsprechenden Stückzahlen exakt ablenken. Damit endet der gemeinsame Umbau der beiden Fahrgestelle. Und jetzt muss ich erstmal Platz schaffen, weil der Schnitt wird im Bereich dieses Zwischenzahnrads erfolgen, damit ich später ein größeres Zahnrad montieren kann und mir das auch nicht abrutscht. Dankenswerterweise hat Märklin den Schacht von der Pertinax-Platte hier drüben nochmal angelegt. Das heißt, ich kann die hier noch ein bisschen erweitern und ich werde hier oben noch ein bisschen Platz schaffen, so dass ich vielleicht diese Bohrung noch nutzen kann später für die Verschraubung der beiden Fahrzeughälften. Aber erstmal muss der Motor und die Platine raus. Ja, und ab jetzt gibt es kein Zurück mehr. Um das Fahrwerk zu zerteilen, nehme ich einen 6 mm Fräser. Der hat den Vorteil, dass er von der Länge auf jeden Fall durch das ganze Material durchgeht und der Schaft den selben Durchmesser wie die Schneiden hat. Man könnte natürlich von beiden Seiten durch das Fahrwerk fräsen, aber es ist auf jeden Fall sicherer, wenn der Fräser lang genug ist, dass man das Ganze von einer Seite aus bewerkstelligen kann. Der Rahmen wird auf jeden Fall auch nach dem Durchfräsen noch stabil genug im Schraubstock gespannt sein. Der Abstand zwischen der ersten und zweiten Achse soll ja um 3 mm größer werden. Da ich einen 6 mm Fräser genommen habe, muss jetzt ein 9 mm Füllstück aus Messing her. Und so präsentiert sich das Fahrwerk nun fertig verschraubt. Die bisherige Motorhalterung wird allerdings an der Stelle mit Sicherheit nicht mehr passen, da sich das Gehäuse der EA 800 doch von den Proportionen her stark von der Diesellok-Variante unterscheidet. Aber das kann ich erst dann festlegen, wenn das Gehäuse gebaut ist. Was ich aber jetzt schon machen kann, ist die Position und die Größe für das neue Zwischenzahnrad festlegen. Aber wie nun die genaue Position für die Zahnradachse finden? Naja, die Märklin-Getriebe haben ja bekanntlich recht viel Spiel. In dem Fall hier passen da 2 Lagen von einem Notizblock dazwischen, sodass sie die Zahnräder gerade noch streng drehen lassen. Und mit genau solchen simplen Abstandshaltern lässt sich dann die Bohrung für diese Achse auch mit der ausreichenden Genauigkeit herstellen. Ein passendes Original-Märklin-Zahnrad samt Achse fand sich dann in der Restekiste. Ich bin in solchen Augenblicken immer ganz froh, wenn auf dem Arbeitstisch so ein klein bisschen Unordnung herrscht. Und dann findet man immer irgendwelche praktischen Hilfsmittel, wie hier auch in diesem Fall, die nicht zu hart, aber auch nicht zu weich sind. Mit denen habe ich dann das Zahnrad, die Achsen und die besagten Abstandshalter aus den Papierstreifen mit einer Hand zusammenhalten können. Die Bohrung für die Achse wird dann per Hand nur anzentriert und erst dann im nächsten Arbeitsschritt sauber und winklig auf der Ständerbohrmaschine endgültig durchgebohrt. Gerade wenn man sich immer so stückweise herantasten muss, ist es natürlich ein Riesenvorteil, wenn die einzelnen Baugruppen verschraubt sind und sich dementsprechend immer wieder leicht lösen und montieren lassen. Der erste Funktionstest zeigt, das Fahrwerk ist leichtgängig, es klemmt nichts, alles lässt sich prima bewegen. Auch wenn man wie hier die mittlere Achse ein wenig nach unten rauslässt,
weil ich habe euch das ja in einem früheren Umbau in meinem XXL-Video über die Lokumbauten gezeigt. Die gefederte Achse macht also beim Zahnradeingriff dank dem Märklin-typischen Spiel auch keine Probleme. Die genaue Position des Motors ist wie gesagt noch nicht endgültig klar, aber eins ist sicher, an dem bisherigen Platz wird er nicht mehr eingebaut werden. Und von daher spricht nichts dagegen, dass man jetzt schon mal die alte Motorhalterung komplett runterfräst, beziehungsweise auf die Höhe der beiden vorderen Stege und auch seitlich so weit wegfräst, dass das später eine Flucht ergibt. Ich habe natürlich anhand der Zeichnungen und der CAD-Skizzen schon mal den ungefähren Platz für den Motor rauslesen können. Und den Bereich, den ich hier als Toleranz habe, der wird auf jeden Fall ausreichend sein. So, und jetzt geht's endlich ans Gehäuse. Aufgrund von der Lage von dem oberen Spitzenlicht benötigen wir die langen Enden der Lok. Und der Bereich der ehemaligen Klappen der Diesellok ist genau der Bereich, der auch für die Lamellen ausgefeilt werden muss. Da beide Enden bei dieser Lok identisch aussehen, braucht man noch ein Spendergehäuse. Da hatte ich noch eins rumliegen. Kann man auch sehr günstig bei Online-Auktionen erwerben, also überhaupt kein Problem. Die Maße für die langen Enden der Lok, die ich jetzt absäge, habe ich der CAD-Zeichnung entnommen. Das dritte Spitzenlicht habe ich bereits ein bisschen gekappt. Märklin hatte das leider wohl aus spritzgusstechnischen Gründen in Richtung Führerstand verlängert. Wenn ihr im Gegensatz zu mir keine Erfahrung mit der Kreissäge habt, nehmt ihr bitte einen Schiebestock oder ähnliches zur Hilfe. Sicher ist sicher. Die überschüssigen schrägen Bereiche werden jetzt auch entfernt. Hier in diesem Fall wird das Sägeblatt nur bis knapp unterhalb dem Kamin eingestellt, weil der wird zumindest auf dieser Lokseite später noch benötigt. Den letzten Schnitt kann man dann mit einem kleinen Diamantsägeblatt mit der Proxon entfernen. Und hierbei ruhig ein bisschen schräg einsetzen, da der Kamin bereits teilweise in dem schrägen Bereich liegt. Und das kann man dann später ganz gemütlich gerade feilen. Wenn dieser kurze Vorbau am anderen Ende der Lok gewesen wäre, wäre das leichter gewesen, weil an dem entfällt nämlich der Kamin. Den habe ich hier bereits weggeschliffen und das Sägeblatt brauche ich jetzt hier auch nicht in der Höhe zu begrenzen, da eben weder Dach noch Kamin im Weg sind. Der Führerstand liegt ja, wie bereits erwähnt, bei dieser Lok ein bisschen tiefer. Und dieser Schnitt lässt sich aber am einfachsten mit einer kleinen Motorradkreissäge erledigen. Das gleiche gilt dann auch für die Vorbauten. Auch dieser Schnitt lässt sich mit dieser kleinen Kreissäge um einiges komfortabler erledigen. Und für die genauen Maße ist die CAD-Zeichnung wirklich eine große Hilfe. Man kann auch anhand von Vorbildfotos ziemlich genau erkennen, welcher Bereich bei Henschel dann vom Blech her weggelassen wurde. Wichtig bei all diesen Sägeschnitten ist nur, dass man die Teile nicht verkantet und immer auf die Rechtwinkligkeit achtet. Für die Herstellung der Lamellen habe ich 2 mm Plexiglas benutzt. Die eigentlichen Luten wurden mit der Spitze eines Winkelfräsers eingearbeitet. Dadurch, dass ich jede Bahn vorwärts und rückwärts abgefahren habe, sind die Luten auch schon relativ gut versäubert. Den Abstand der Luten zueinander habe ich wieder auf dem Rechner konstruiert. In dem Fall ergibt sich hier ein Wert von 0,5 mm von einer Bahn zur nächsten. Im nächsten Schritt habe ich dann das Gehäuse mit entsprechenden Distanzstücken und einer Bodenplatte zusammengeklebt. Hier nochmal der Vergleich zur Diesellok. Ja, und so ergibt sich ein ähnlicher Baukasteneffekt, wie man das auch im Original bei der Firma Henschel beobachten kann. Außerdem ergibt sich jetzt eine ausreichende Stabilität zum Einspannen des Gehäuses, um den Freiraum für die Lamellen auf der Fräsmaschine rauszuarbeiten. Ich habe mir dann erstmal ein paar Hilfsstücke entsprechend meiner Zeichnung ausgefräst und anhand von diesen habe ich das Gehäuse mit der Feile so weit nachgearbeitet, bis die Teile ordentlich reinpassen. Erst dann habe ich die entsprechenden Teile aus der genuteten Platte ausgefräst. Wichtig dabei war, auf die richtige Neigung der Lamellen zu achten. Die sind zwar sehr klein, aber man würde es nachher trotzdem sehen. Die Märklin-Gehäuse zeigen einen leichten Bananeneffekt bzw. eine Verbiegung in Längsrichtung auf. Und das erleichtert natürlich die Arbeit in Kombination mit diesen diversen Sägeschnitten und Distanzstücken auch nicht unbedingt. Deswegen habe ich das Gehäuse dann zur endgültigen Verklebung mit den Lamellenplatten
auf eine stabile Aluminiumplatte geklebt, ordentlich von innen dann auch mit meinem Flüssigkleber eingestrichen und das Ganze dann in aller Ruhe aushärten lassen. Und so langsam beginnt das Ganze nun wirklich auszusehen wie eine echte EA800. Man erkennt jetzt immer mehr die wirklichen Proportionen der entstehenden Lok und der ständige Vergleich mit dem Gehäuse der Diesellok zeigt dann auch, wie sehr die Elektroversion gestreckt und auch gedrungen wirkt. Der Grund hierfür ist ja, wie gesagt, die Einhaltung des UEC-Lichtraumprofils bei abgesenktem Stromabnehmer. Die Abdeckrahmen der Lamellen und die neuen Teile für den Rahmen des Gehäuses entstanden aus Polystyrol in verschiedenen Stärken von 0,25 bis 2 mm. Und so sieht das fertige, verklebte Gehäuse nun aus. Der Rahmen ist dran, die Griffstangen sind bereits abgeschabt und die neuen Löcher gebohrt. Es sind schon ein paar kleine Details ergänzt worden. Was jetzt noch fehlt, ist den Kamin wieder zu verschließen, den Bereich zwischen den Fenstern, den ich weggefräst hatte. Und dann kann auch die Bodengruppe wieder ausgesägt werden, die ich ja nur zum Versteifen beim Verkleben des Gehäuses montiert hatte. Ein Detail fehlt aber noch, was zumindest die von mir nachgebildete Lok mit der Nummer E457 hatte. Und das war der Henschelstern auf den Sternseiten. Und der ist nämlich bei dem Märklin-Modell sehr gelungen und deswegen möchte ich den auf jeden Fall auch in meinem Modell verarbeiten. Am einfachsten lässt er sich aus den nicht benutzten Frontenden gewinnen und wie genau ich das mache, zeige ich euch jetzt. Und dafür muss lediglich der Kühlergrill mit einer kleinen Diamantscheibe rausgetrennt werden. Da ich diesen Vorbau eigentlich für nichts weiteres mehr brauche, braucht man da auch gar nicht ordentlich vorgehen. Es reicht, wenn man genügend Fläche lässt, dass man das Ganze noch ein bisschen handhaben kann. Und vor allen Dingen oben Richtung von dem dritten Spitzenlicht sollte man genügend Fleisch lassen. Ich habe dafür einen Mini-Fräser in die Proxen eingespannt. Und die wiederum ist dem hauseigenen Bohrständer montiert. Und jetzt stelle ich vorsichtig nach und nach die Tiefe zu, solange bis der tiefer gelegene Bereich von dem Kühlergrill langsam transparent wird. Und dann heißt es noch ein letztes Mal ganz feinfühlig nachstellen, bis sich in dem Kühlergrill langsam die Löcher abzeichnen. Und damit die so liebevoll gewonnenen Kleinteile nicht verloren gehen und vor allem auch keine Spitzen abbrechen, habe ich sie dann noch mit Sekundenkleber auf einen kleinen Streifen Krepppapier geklebt und in der Kleinteilebox abgelegt. Jetzt ist wieder mal ein guter Zeitpunkt erreicht, um die Unterschiede von den beiden Loks im Detail zu vergleichen. Insbesondere die deutlich reduzierte Höhe kommt jetzt noch zum Vorschein. Und da nun die genaue Position des Lokgehäuses auf dem Fahrgestell feststeht, lässt sich jetzt auch die genaue Position des Motors festlegen und damit auch die Größe und genaue Position des neu anzufertigenden Messingblechs inklusive der Getriebehalterung ermitteln. Die neue Motorhalterung habe ich dann aus einem 2 mm Messingblech angefertigt. Der Motor besitzt dankenswerterweise einige Bohrungen mit 1,6 mm Durchmesser, in die sich dann ein M2er Gewinde reinschneiden lässt. Die hier sichtbaren Ausfräsungen stammen noch von dem Einbau in dem früheren Bauzustand und so sieht das dann fertig montiert aus auf dem Zwischenblech. Dank der Verschraubung mit den Senkkopfschrauben wird das Blech bei jeder neuen Montage wieder exakt ausgerichtet. Das Zwischenzahnrad stammt aus dem Original Märklin-Getriebe, inklusive seiner Zahnradachse und wird dann mit kurzen Abstandshaltern auf dem Motorträger montiert. Da die Befestigungslöcher mit Übermaß gebohrt wurden, lässt sich das Blech für das Zwischenzahnrad dann später einrichten, so dass das Getriebespiel sowohl zum Motor als auch zum großen Stufenzahnrad sauber passt. Das kann man dann so oft wiederholen, bis der Eingriff für beide Zahnräder stimmt.
Man kann sich dabei optisch an dem Spiel zwischen den original von Märklin montierten Zahnrädern bzw. Zahnrädern und Achsen orientieren und sollte aber trotzdem nicht zu viel Spiel reinbauen, sonst wird das Getriebe bloß unnötig laut. Und zu wenig Spiel führt dann logischerweise zu einem leicht klemmenden Getriebe, was wir natürlich auch nicht wollen. Und damit ist unser Fahrwerk fertig für die ersten Probefahrten mit provisorisch angeschlossenen Gleichstromkabeln. Die Telix-Kabel sind noch ein bisschen störrisch im Weg, aber trotzdem kann man auch nochmal den genauen Sitz von dem Gehäuse kontrollieren, damit da später keine unliebsamen Überraschungen auftauchen. Der Blick von unten zeigt aber jetzt schon, dass da genügend Luft bis zum Gehäuse ist. Der Motor sitzt jetzt natürlich nun leider etwas höher im Gehäuse als vorher und ragt damit ein klein wenig in die Seitenfenster, aber das lässt sich später mit schwarzer Farbe relativ gut kaschieren. Da die Lok ja wie gesagt auch mit abgesenktem Pantow fahren kann, musste dieser natürlich unbedingt animiert werden. Aus Platzgründen konnte ich aber nur dieses kleine Linear-Servo benutzen. Bei einer Lok mit Drehgestellen und kastenförmigem Aufbau ist der versteckte Einbau natürlich kein Problem, aber bei einer kurzen Rangierlok mit dem Mittelführerstand und den schmalen Vorbauten trotzdem noch den freien Durchblick zu erhalten, war die eigentliche Herausforderung. Das beginnt schon bei der Anordnung vom Zugfaden. Einholmpantow und mittig? Nee, immer sichtbar. Oder vorne, außerhalb vom Dach, in den Vorbau? Na, erst recht nicht. Deswegen musste ich hier einen völlig neuen Lösungsansatz für die Mechanik finden. Die Lösung lautet, aktiv heben anstatt absenken. Nach dem Ausbau der Feder kann man mit diesem kleinen Stellrad ohne Zugfaden und damit beinahe unsichtbar bewegen. Eine kleine Änderung mit großer Wirkung ist der Austausch des Schleifstücks gegen ein Exemplar von Sommerfeld. Und in Verbindung mit der schwarzen Farbgebung des neueren Märklin-Pantows sieht die ganze Geschichte doch deutlich filigraner aus. Der kleine Umleghebel der filigranen Mechanik sorgt dafür, dass der längere Stelldraht knapp unterhalb vom Dach liegt. Es hat zwar einige Anläufe gebraucht, bis alle Hebelverhältnisse gestimmt haben. Dafür ist so ein Servotester natürlich äußerst nützlich, insbesondere deswegen, weil ich das Ganze ja zum Lackieren wieder zerlegen musste. Und obwohl ja jetzt keine Feder mehr verbaut ist, ist die gesamte Mechanik ausreichend flexibel, um dem Pantow auch den Fahrdraht bei Absenkungen, wie zum Beispiel in Tunneln, folgen zu lassen. Für das weiße Spitzenlicht habe ich einfach Abschnitte vom Originallichtleiter genommen und die entsprechenden LEDs auf die Einstrahlflächen geklebt. Damit bleibt dann genügend Platz, um die Platine mit den Vorwiderständen dazwischen einzupassen. Ich habe die Teile aber erst nach dem Einkleben der Platine montiert, weil ich ansonsten nicht mehr an die roten LEDs gekommen wäre, die ich auf die neu angefertigten Lichtleiter geklebt habe. Und wie immer folgt ein kurzer Funktionstest vor dem Einbau, weil die Vorstellung, da nachträglich im Gehäuse noch rumbraten zu müssen und dabei Gefahr zu laufen, das Gehäuse anzuschmelzen, das sollte man doch auf jeden Fall vermeiden. Und hier erkennt man noch einen weiteren Unterschied zwischen der Diesel- und der E-Lok-Variante. Die roten Rücklichter sind in dem Fall genauso groß wie die weißen Spitzenlichter. Den Motorhalter habe ich dann gleich als Platinenträger genutzt, hier schon bestückt mit der 5 Volt Festspannungsversorgung für den Servo und diversen Entstörmitteln. Ja, so langsam wird es richtig eng. Insgesamt brauche ich 8 Verbindungen vom Chassis zum Gehäuse und hier mit Kabeln zu arbeiten macht keinen Sinn, weil die Gefahr, dass man die dann beim Zusammenbauen quetscht oder abreißt, das wollte ich auf jeden Fall vermeiden. Deswegen habe ich hier Pfostenstecker im Platinenraster benutzt. Und es wird enger und enger und enger. Die Kabel dürfen auf keinen Fall mit den Zahnrädern in Kontakt kommen. Gleichzeitig brauche ich noch Platz für den ersten Hebel, der vom Servo zum Umlenkhebel geht, ohne dass das Getriebe blockiert, ohne dass die Pfostenstecker verdeckt sind. Naja. Und was ich hier noch gar nicht gezeigt habe, der Decoder muss ja auch noch rein zum Schluss. Normalerweise haben diese Stecker einen Durchmesser von 0,4 mm. Ich habe aber 0,5 mm benutzt, um eine bessere Klemmung zu erzielen. Und dafür gibt es einen ganz einfachen Grund. Es blieb nämlich beim besten Willen kein Platz mehr übrig für eine sinnvolle Verschraubung vom Fahrwerk und Gehäuse. Deswegen musste die Klemmung der Pfostenstecker in den Buchsen ausreichen,
damit das Fahrwerk nicht aus Versehen herunterfällt. Und der Test mit dem intensiven Schütteln zeigt, es funktioniert. Auch die kleinen Details machen viel Arbeit. So zum Beispiel der Luftsammler, der aus insgesamt 6 Teilen besteht, die Trittstufen aus 3 und verkleben und montieren muss man das Ganze ja schließlich auch noch. Im Gegensatz zur Diesellok besaßen alle EA800 Hochleistungspuffer mit Außenkorb. Passende Ersatzteile habe ich bei Märklin gefunden. Allerdings ist der Schaft deutlich schmaler und deswegen habe ich mir aus einem Messingrohr eine Zwischenhülse gemacht. Das Rohr hatte vom Innendurchmesser nicht ganz ausgereicht, deswegen habe ich es vorsichtig in der Spannzange noch ein paar Zehntelmillimeter aufgebohrt. Zwischen die beiden Teile kommen dann noch geätzte Pufferplattensockel von Weinert. Die haben zwar leider eine etwas zu große Bohrung für den Schaft, aber das kann man nachher beim Verkleben in der Pufferbohle immer noch ausrichten. Und bei dieser habe ich die Vertiefung für das ehemals vorhandene gestanzte Blechteil bereits mit Polystyrol aufgefüllt und plan mit der Oberfläche verschliffen, damit das nachher ein stimmiges Bild ergibt. Und dann wieder so eine vermeintliche Spinnerei, die man nachher aber tatsächlich sieht. Die Pufferteller haben nämlich kreisförmig angeordnet 9 kleine Vertiefungen und die habe ich mit einem 0,5er Zentrierbohrer auf der Fräsmaschine mit dem Teilapparat hergestellt. Ein nicht gerade billiges, aber oft unterschätztes Werkzeug, das man sich für ernsthaften Modellbau unbedingt zulegen sollte. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Auch bei den Bühnengeländern gibt es wieder Unterschiede zwischen den beiden Loks. Deswegen habe ich mir auf der Lötschabune gleich beide Versionen eingefräst. Die eigentliche Bühne entstand dabei aus Riffelblech von Weinert und ich habe die beiden Bohrungen für die mittleren Stege gleich mit integriert. Dann ergibt sich später beim Verlöten eine stabilere Verbindung. Die Tiefe der Not ist so bemessen, dass der Messingrundstab später ungefähr zur Hälfte reinpasst. Das eigentliche Löten erfolgt wieder wie bei der Oberleitung. Die einzelnen Knotenpunkte werden mit Flussmittel eingestrichen und dann wird nur die Spitze des Lötkolbens leicht verzinnt. Dann reicht eine kurze Berührung und es fließt wirklich nur die notwendige Menge an Lötzinn. Genau dasselbe gilt für das Verlöten mit dem Bühnenblech. Hier dauert es nur einen Moment länger wegen der etwas größeren Wärmeabfuhr. Und das Ganze erfolgt auf diesem Hilfsklotz, damit die Bühnengeländer nachher möglichst rechtwinklig stehen. Beim nachträglichen Biegen könnte sonst die Lötstelle wieder aufbrechen. Auch wenn die Geländer jetzt ziemlich empfindlich sind, die filigrane Wirkung gegenüber dem ursprünglich gestanzten Blechteil spricht auf jeden Fall für sich. Jetzt fehlen nur noch die Nummerntafeln. Die habe ich aus einem dünnen Neusilberblech gefräst. Dadurch kann man auch schöne Ösen an den Enden biegen und die dann später mit dem Geländer verlöten. Das gibt nochmal extra Stabilität. Auch wenn sie dann später meine so liebevoll ausgefrästen Henschelsterne ein bisschen verdecken, aber man kann die Lok ja drehen. Ach ja, habe ich die Rangiergriffe eigentlich erwähnt? Noch so ein kleines Detail, das unbedingt sein musste. Die insgesamt 14 Griffstangen habe ich erst nach der Grundierung montiert. Das erleichtert das Schleifen, Spachteln und eventuell anfallende Nacharbeiten. Das war beim Fahrwerk nicht zu erwarten und deswegen habe ich das gleich mit einer schwarzen PU-Grundierung lackiert, genauso wie die Rahmenblenden, die im Übrigen auch um 3 mm verlängert wurden. Ich habe das Gehäuse mit Hochglanzfarben lackiert, damit sich später die Decals besser anlegen. Das Ergebnis lässt sich nochmal optimieren mit dem Einsatz von Microsol und Microset. Die Anleitung steht auf der Flasche hinten drauf, die kann man sich aber auch runterladen. Diese Nassschiebebilder habe ich mir wieder bei Jochen Drechsel bestellt. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Zum Ausschneiden braucht es eine wirklich saubere, neue und sehr scharfe Skalpellklinge und die sagenumwobene Lupenlampe, weil diese weißen und teilweise sehr winzigen Decals doch extrem schwer zu erkennen sind. Da hilft halt nur extremes Gegenlicht in manchen Fällen. Ein häufiger Fehler ist, diese Decals einfach ins Wasserbad zu schmeißen und durchweichen zu lassen. Die schwimmen dann unweigerlich davon. Ich tauche sie nur kurz ein und lasse dann in ihrer Pfütze noch ein bisschen vollsaugen. Die entsprechende Stelle am Gehäuse wird dann mit ein bisschen Microset eingestrichen. Und sobald sich das Decal leicht verschieben lässt, kann man den Karton mit einer kleinen Pinzette greifen. Ich tupfe das dann nochmal auf ein Papiertaschentuch etwas trocken. Und bringe das Teil dann auf dem Modell auf.
Hier kann man noch eine Zeit lang korrigieren. Dann kann man nochmal die Oberseite des Decals mit dem Microset einstreichen. Und so langsam wird das Ding aber jetzt auch weich. Man muss sich ein bisschen beeilen mit der Ausrichtung. Wenn die endgültige Position gefunden ist, lässt sich das überschüssige Microset noch mit einem Pinsel absaugen. Jetzt sollte man ein paar Minuten warten, bis es sich gesetzt hat und etwas angezogen hat, weil ansonsten verrutscht es beim Abtupfen gleich wieder. Und nach ein paar Minuten kann man dann ganz vorsichtig mit einem Wattestäbchen das überschüssige Microset und die Luftblasen unter dem Deckel am besten herausrollen oder tupfen. Aber Vorsicht, es ist immer noch sehr empfindlich, weich und lässt sich auch noch relativ leicht bewegen. Danach lasse ich das Deckel noch mal ein paar Minuten trocknen und dann kommt abschließend noch eine Lage Microsol drauf. Dadurch wird das Deckel nochmals weicher und legt sich dann wirklich an alle Unebenheiten an. Und das ist besonders dann interessant, wenn man über Nuten oder Sicken klebt. Aber wie gesagt, jetzt darf man es auf keinen Fall berühren, weil jetzt ist das Ding so richtig weich geworden. Man sollte das Modell jetzt wirklich über Nacht ordentlich durchtrocknen lassen. Anschließend erhält es dann einen Überzug mit Klarlack, um die doch recht empfindlichen Decals für die folgenden Arbeitsschritte zu schützen. Ich habe hier Mattlack verwendet und dem gleich noch einen kleinen Tropfen Weiß hinzugefügt. Das ist dann auch gleichzeitig die erste Schicht meiner Alterung. Ja, Thema Alterung. Also das werde ich euch hier mit Sicherheit jetzt nicht zeigen, weil zum einen wird das Video sonst noch länger und zum anderen gibt es zu dem Thema wirklich echte Experten, die das viel besser können und auch zeigen. Aber da ja im Moment gerade die grünen Altbau-E-Loks voll im Trend liegen, musste ich mich einfach austoben. Ich muss mich auch an dieser Stelle bei der Ruhrkohle AG entschuldigen, weil die haben ihre Loks eigentlich immer in einem sehr guten Zustand gehalten, aber mir ist beim Altern einfach der Gaul durchgegangen. Schuld daran ist natürlich, wie könnte es anders sein, Seps 1:87. Der hat uns ja häufiger schon aufgefordert, ihn nicht nur zu belobigen, sondern auch mal seine Techniken zu kopieren und anzuwenden und die Ergebnisse zu zeigen. Und dass ich hier nun seine Techniken kopiert habe, kann man hoffentlich am Ergebnis erkennen. Und deswegen werde ich das, wie gesagt, auch hier nicht zeigen und mich auch nicht mit fremden Federn schmücken. Dafür zeige ich euch hier nur ersatzweise, wie chaotisch dann mein, ja, ich nenne es Schminktisch aussieht, wenn ich mal so richtig in die Vollen gehe. Und ich bin mir sicher, dass diese Vorräte noch lange nicht das Ende der Fahnenstange ist bei mir, sondern dass im Laufe der Zeit noch so einiges an Material und Farben dazukommen wird. Doch zurück zur Endmontage. Jetzt fehlen noch die Lampenringe, die ich aus Chromfolie geschnitten habe. Und die neuen Fenster, die haben rundherum einen kleinen Absatz und schnappen damit in die Öffnung. Und wenn ihr Interesse daran habt, eure EAs oder DHGs aufzuwerten, diese Fenster werden demnächst auch bei mir auf der Webseite erhältlich sein. Den Link packe ich euch wieder in die Videobeschreibung. Durch das frühzeitige Einkleben der Lichtleiter des Dreilichtspitzensignals wirkt jetzt die Gehäusefarbe so, als hätten die Lampen innen einen silbernen Reflektor. Die Lichtleiter der Schlusslichter haben einen Überzug aus rotem Klarlack bekommen. Und so sieht die Lok nun aus, wenn sie dann endgültig aus der Werkhalle rollt. Muss ja nicht immer eine neue oder frisch lackierte Lok sein, die da zum Vorschein kommt. Und wie eingangs gesagt, ist es in diesem Fall durchaus realistisch, wenn sie ohne Oberleitung abgebügelt trotzdem aus eigener Kraft aus dem Lokschuppen rollt. Also genießen wir mal eine langsame Runde auf der Drehscheibe. Hier kommen dann alle Aspekte des Umbaus zur Geltung, beginnend bei den neuen Fenstern mit dem freien Führerhausdurchblick, Scheibenwischer, Signalhörner, die eingefärbten Lampengläser und die Lampenringe und alle Details, die die Pufferbohle so hergibt. Dazu gehören auch die beiden aufgebohrten Kranhakenösen und natürlich die Löcher in den Puffertellern. Aber auch die unscheinbaren Kleinigkeiten wie die Rangiergriffe, die neuen Schienenräumer und nicht zu vergessen die Dachausrüstung. Alles Dinge eben, die erst durch die Alterung so richtig in Szene gesetzt werden.
Ein weiteres nettes Detail ist auch das langsame Auf- und Abblenden der Stirnbeleuchtung. Und wenn das schon so langsam geht, sollte sie natürlich auch möglichst langsam losfahren. Und das ist was, worauf ich immer großen Wert lege, gute Langsamfahreigenschaften. Und die sind wiederum Voraussetzung für einen gelungenen Kupplungswalzer. Dazu noch die unaufdringliche Optik der alten Telex-Kupplung. Ich stehe einfach auf die. Ich kann mich mit diesen neuen Klötzen einfach nicht anfreunden. Und ich habe das hier mal so richtig ausgekostet. Der Kupplungsbügel fällt erst dann runter, wenn die Lok endgültig abrückt. Das Linearservo ist zwar leider nicht ganz so leise wie die herkömmlichen, aber ich bin schon froh, dass ich das überhaupt noch untergebracht habe. Und das Ganze vor allen Dingen auf völlig freiem Blick durch den Führerstand. Ja, ich weiß, hier fehlt immer noch der Hintergrund, aber dennoch genieße ich diese kleine Übergabefahrt mit den beiden nicht beladenen, aber immerhin gealterten Schwerlastwaggons. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich für heute. Ja, das Video ist wieder 40 Minuten lang geworden. Ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, ob das zu viel ist. Aber ich denke, auf 2 Videos aufgeteilt ist es dann auch wieder problematisch. Auf jeden Fall genieße ich jetzt noch ein bisschen diese Fahreigenschaften und wünsche euch eine gute Zeit.